Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe. Dieses Mal werde ich Dungeonmans angehen. Das ist ein Roguelike, bei dem man aber hier eine Academy hat, wo man dann auch von Charakter zu Charakter Sachen quasi übergeben kann, mehr oder weniger. Das Spiel stammt von Adventurepro. Das wurde auch über Kickstarter finanziert und also mitfinanziert. 43.000 wurden da damals eingesammelt. Ist, glaube ich, eine sehr kleine Gruppe, die das gemacht hat. Released wurde das Ganze schon im Dezember 2014. Das lasse ich jetzt allerdings nicht durchlaufen. Mal wieder raus. Im Optionsmenü kann man einige Sachen einstellen. Da habe ich auch schon die ersten Probleme feststellen müssen, denn hier kann man nicht mit dem Cursor hin, dann müsste man hier drüber fahren. Anscheinend speichert er das nicht korrekt. Also da habe ich hier und da schon mal wieder neu einstellen müssen. Also jedes Mal beim neuen Start muss ich hier erstmal durchgehen und gucken, ob die Optionen wieder richtig sind. Das ist etwas dumm gemacht. Dann hatte ich ein weiteres Problem. Ich habe ja schon erwähnt mit den Academies, dass man Sachen übergeben kann. Und das macht man da, indem man eine neue Academy baut. Jetzt kann man hier einen der 3 Slots aussuchen. Und das ist so gesehen dann der Spielstand für diese Academy, für die Sachen, die weitergegeben werden. Allerdings, man kann ja entweder Enter drücken, dann wird was was zufällig ausgesucht, oder man kann was eintippen. Ich vermute mal, dass das... also bei mir war es so, dass ich mit meinem Charakter gestorben bin, als ich hier mal ganz kurz reingespielt hatte. Und konnte dann aber nicht wieder das weiterspielen mit der Welt. Ich habe das danach aber nochmal ausprobiert und habe dann einmal mit einem selbstgewählten Namen, einmal mit einem zufälligen Namen, und da hat es beide Male funktioniert. Also weiß ich jetzt nicht genau, woran es liegt. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Charakter korrekt gespeichert wird. Sonst wäre das sehr schade. Xadrima ist einfach eine zufallsgenerierte Welt, die vorher mal generiert wurde, so habe ich das jetzt genannt. This great hero upon the shores. Ja, das Ganze ist ein bisschen humorgeladen, also man sollte da nicht das alles ganz ernst nehmen. This great hero upon the shores of Xandrima brought with him but one thing, the iron spirit of a Dungeonmans. There is no greater force than the order of Dungeonmans. Each one a titan of monster, crushing greatness, an unparalleled treasure hunter and veteran of 1,000 battles. Here, one of the eldest and greatest of their champions set out to spread the light of the Dungeonmans to a new land. The great hero set out to build a mighty Dungeonmans Academy, an institution of higher learning and martial training, one that would serve as a beacon of civilization to the terrified native villagers, cowering in fear from what terror lurks outside their walls. The toil was not a small one, but eventually the academy began to accept its first students, bright-eyed young hopefuls willing to take up the cause and bring war to those who'd prey upon the just. So begins the story of the one young candidate, ready to embark on the rigorous years of study required to be a true Dungeonman. What is the candidate's name? Kordanor. So, da sind uns jetzt ein paar Werte generiert worden, wovon wir uns einen aussuchen können. Das sind die 4 Attribute, die es gibt. Strength, ja, mit F geschrieben. Increases Health, increases Stamina, increases all damage slightly, increases melee damage. Where other stats specialize, Strength fortifies the entire Dungeonmans. Skills. Increases accuracy, increases range damage, helps defeat enemy blocking and parrying skills. Skills are important for any ranged fighter. Science. Science reduces magic damage taken, increases the effectiveness and duration of potions and status effects. Softens the blow of enemy status effects on you, increases detection chance. Science is a measure of your wisdom and knowledge of how things work. Foom. Increases mana, determines magic damage, adds damage to all ranked attacks. Foom is the essence of destruction in large amounts and with high potency.
Magic Damage or Ranged Attacks. Ja. Ich werde hier einen Nahkämpfer erstmal bauen, denke ich. Und these are all terrible, Kordanor is no Dungeonmans. Dann kann man sich einen neuen bauen. Dann wird man auch direkt gefragt, wenn man denselben Namen nochmal eingibt. Dann wird gesagt, ja hier, ne, der ist schon ausgeschieden. Man kann aber dann eine neue Akademie gründen. Also es ist jetzt nicht so, als wenn man den Namen nicht wiederverwenden könnte. Ich werde jetzt das hier nehmen. Das hat einen sehr hohen Strength-Wert. Skills und Fum hoch. Passt schon. Und dann können wir quasi eine Klasse aussuchen, aber ich glaube, das ist übergreifend. Das ist mehr oder weniger das, was man, die Startfähigkeiten. Und die sind dann in Schwierigkeitsgrade mehr oder weniger unterteilt. Rangermans, who graduates from the academy, is an expert with bows. You start off with the ability to attack from range and get some distance from enemies when they press in too close. Fightermans, the Fightermans courses to build on a solid core of weapons, shields and armor. You will begin with the skills and equipment to take enemies head-on. Wizardmans. The esteemed Wizardmans begin with a powerful suit of arcane ability, full mastery of the wizard staff, and a pair of spells designed to both destroy foes from afar while making it difficult for them to reach you. Bannermans. Heraldry and chivalry in the finest tradition of the knights of old. Plant powerful banners to lay out your zones of control. Then skewer your enemies upon far-reaching polearms. Necromancer mit S. Some previous graduate must have brought back one too many grimdark books covered in skulls. Necromancers are bad people, ugly on the inside. They use pulses of energy left by the dead to summon minions as well as gamble their own blood to defeat enemies. You should feel ashamed of yourself just reading this paragraph. Psychomancer. Mensa. Bare fists and focused mind are the tools of the Psychomancer, a master of mentalism and martial arts. Execute flying kicks, throw enemies around, tear down walls and hurl weapons and ammo through the air via the power of your mind. Und Southern Gentlemans. Class, dignity and decorum are your way of life, and you endure the sticks and stones of the lowborn through a mask of politeness that hides your ever-growing rage. It's up to you to decide when you've had enough, and woe betide anything within a shouting distance when you do. Und dann haben wir Professionals only. Dungeonmans, you're the hero, you make the call. Here's 5 mastery points and a backpack full of gear. Go nuts. Oder Touristmans, for advanced players only. Some graduate from the academy through the trials of steel and will. Others accidentally wandered into the graduation ceremony on the way on the family farm. Guess which category you fall into. Und das werde ich einfach nehmen. Wir entscheiden uns für nichts, kriegen einen Sack voll Krams. Ist wahrscheinlich das Schwerste. Mir egal. Und dann können wir noch Perks wählen. Lese ich alles vor. Raised by the gentlemen barbarians of the temperate south, you lived a life of might and nobility, building a staunch hardiness from drinking fine teas and rigorous afternoons of Tascapullo. Bonus to maximum health. Das werde ich auch direkt nehmen. Dann haben wir Book Burner. Eat delicious books to restore health and gain small XP boost. Can't use books for mastery points because you eat them. Damit fressen wir also die Bücher, statt die nutzen zu können. Nothing makes you madder than a big bunch of paper with lots of them words and numbers and facts on it. The only thing books are good for, besides burning, is eating, cover and all. Scrounger. Find more coin and loot in breakable world items. Most Dungeonmans are too proud to kick over every bubble and shout through every dusty rubble pile to find loot. You, though, were never a slave to pride. Defiant. Deal more damage when you are gravely injured. They'll never take your life, although the monsters probably don't even want to take you or any other Dungeonmans alive. But if one of them is feeling uppity, they'll never take you alive. Pneumatized. Plus 20 AP Jane. Generally, 1 extra action every 5 rounds. Take 15% more damage from everything. A naturally hollow skeletal structure makes you lightweight and fast on your feet, but also prone to brutal fractures from traumatic events like powerful sneezes and overbrushing. Mit diesem AP-Gain, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, was es bedeuten soll. Macht aber nix. Electrolyzed. Fast and more potent mana and stamina recovery.
You're just overflowing with natural enzymes. Everyone at the alchemy lab is always trying to swap you. Sometimes you sweep with extra covers on, just to wake up in a pool of your own refreshment. All weather, take 10% less fire and ice damage, deal 10% more fire and ice damage. You've lived all over, tropics, desert, tundras, it doesn't matter, it's always t-shirt weather for you. Hyper Hemoviscosity. You are immune to bleeding damage. Minus 20 AP gain. Generally, you take 4 rounds for every 5 the monsters get. Your father was a vampire and your mother was a milkshake elemental. There's no other explanation. Actually, there are plenty of completely logical explanations as to why your blood is thicker than the frozen honey, but they all involve bees, and that's way worse. Yeah. Monoperk disorder. You grew up a poster child for countless fundraisers affected by this cruel condition where only one of your perks actually does anything. It hasn't been an easy life, but it will likely be a short one. World Champion. More champion monsters will spawn in the world. More champion monsters will spawn in the world. Even the scrubbiest monster knows, to be the man, you've got to be the mans. They all want a shot at the next hotshot graduate. So come strutting out of the academy. Get ready. Mad Thirsty. The first potion you drink in a round does not cost you an action. Stamina mana powers are 20% more expensive. It's worse than you let on. Secretly, you had the Grand Chemistress come up with a zero-ish calorie version of Academy Revitalizing Punch because you drink them like there's no tomorrow. But on the battlefield, that's probably the case. Tireless. Using a stamina-based power creates strain for 2 rounds instead of 5. You're always ready, ever ready, and then ready for more. It takes incredible self-control on your behalf to go more than 3 minutes without dropping and doing 20 push-ups. Purplated. Take 15% less dread purple damage thanks to your sinister heritage. Take 15% more starlight damage. It burns. Your body was infused at birth with dread purple energy and you never knew in your parents. Maybe that's for the best. So, wir haben schon mehr Hitpoints genommen. Ich bin überlegen, entweder Tireless, creates Strain for 2 rounds, ist quasi ein Cooldown. Das ist, glaube ich, schon extrem gut. Ja, nehmen wir das. Dann können wir noch ein Bildchen aussuchen. Unabhängig vom Bild kann man dann auch noch das Geschlecht aussuchen. Male, Female, Beast und Who Cares? Der ist toll. To Adventure! Congratulations, Kordanor is the first graduate of the Dungeonmans Academy. There's much that rests upon your shoulders. This wild and tamed world is yours to explore, wonder and protect before you go. Ja, die Welt ist übrigens komplett zufallsbasiert dieses Mal. I can offer some exceedingly brief words of advice to nudge you in the right direction. Do you care to hear them? Please, I am all ears. Kordanor, you know these things well. First, danger lies to the east and south. The further you go, the darker and more cunning your foes become. As you venture far from civilization, know also that the danger will increase. If you grow too bold and are surrounded by foes you are not equal to, none can save you but yourself. Surely there is more to the world than wild beasts. In the farthest corner of the land lives the dread Purplonians, a vile race that is the enemy of all good men. What twisted master they serve is unknown to us, but there is no doubt that the dread Purplonians are the greatest known threat and should be crushed once and for all. Should you keep your wits and fortune smile, perhaps the crusher shall be you. But let us not get ahead of yourselves. The dread Purplonians are the greatest threat, got it. This academy is your home and you are always welcome here. Should you find any academy artifacts, bring them back here and post haste. They will provide benefit not only for yourself, but for other students who graduate here should you fail. Our academy grows through your efforts alone. As it so happens, there's an academy artifact just outside our walls.
A stinking flock of Scrobolts invaded our halls in the dead of night and made off with our only triple-coiled decalcinator, the heart of our alchemy lab. If you happen to stumble across it in your travels, return it to me. A quest! I love quests! No, dear Kordanor, there are no great quests set before you. Your path is your own, and where it takes you, none can say. Seek not guidance from humble townsfolk or snotty lords. A Dungeonmans builds legends alone. I understand. Thank you. That is all I have for you. Should you seek yet more advice, visit the Wall of Text, just down the hall from here. Knowledge everlasting, should you choose to endure it. Go now, adventure with courage and fire in your heart. Make the Order of Dungeonmans proud. I will. This is the Academy War Chest. When you upgrade the Academy by returning artifacts or books, you will sometimes have rewards for your place in here. While your Academy upgrades will help future graduates, the items in this chest will help you right now. Then I'd better get finding more Academy items. What a curious orb! It floats gently above the pedestal and swirls with shimmering clouds and tiny sparkles of light. You feel the slightest pull towards the orb as if it yearns for something. Just sit tight, orb, I'm sure I'll figure you out eventually. A line of graffiti carved by a student reads, "Every day is a cheese day." Das ist die Wall of Text. A line of graffiti carved by a student reads, "You only live once, don't screw it up." Standing before the mighty Wall of Text, this bit of wisdom catches your eye. Your stamina won't recharge while fighting to get the most out of defensive powers like High Guard by using them just before you're under attack. Ja, da kann ich auch mal gerade die Skills und so weiter ansprechen. Das ist übrigens hier noch ein weiteres Problem von dem Spiel. Wenn ich hier, weil ich 2 Bildschirme habe, wenn ich mit dem Cursor rausgehe, das kann ich doch mal als Feedback geben. Wenn ich mit dem Cursor zu weit nach links gehe, dann flutscht der auf den anderen Bildschirm rüber und damit würde ich den Tab beenden und damit natürlich auch entsprechend hier Fraps abschießen. Das hier sind also meine Hotbar. Dann habe ich hier unten meine Skills und da haben wir jetzt erstmal so ziemlich gar nichts, weil wir halt dieser Tourist sind. Wir haben hier, dass wir Schild benutzen können und damit können wir auch High Guard machen, was so ein Gegenangriff ist. Und wir können Einhandwaffen benutzen. Ja, und das war's. Mehr können wir nicht. Dann haben wir hier unsere Stats. Da kann man Bonus-Damage noch einsehen. Resists einsehen. Strength. Und dann die ganzen Sachen kann man aber auch... Skills and Powers. Die ganzen Sachen kann man auch entsprechend mit Hotkeys öffnen. Mit M hat man hier die Karte, sieht sehr schön aus. Dann haben wir mit I das Inventar, das kann man auch rechts öffnen. Und wir können halt auch nicht mal diese Rüstung anziehen. Wir haben hier ein paar Sachen direkt mitbekommen. Wir wissen aber nicht, wofür die gut sind. Was ich auch noch bemerkt habe, ist, wenn man das hier, sagen wir mal, das heißt jetzt Krypte Danners Dreh, wenn ich das hier drauf ziehe, dann hat das auf einmal einen anderen Namen, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Quick Bar. Also wie gesagt, also in der Stunde, die ich ja gespielt habe, hatte ich dann doch schon eine ganze Reihe von Fehlern feststellen können. Was wir machen, ist alles komplett unbekannt. Das müssen wir also erstmal rausfinden. Wir haben brauchen erstmal nur 120 Erfahrung zu steigen. Das geht extrem schnell. Wir machen, ich glaube, das hier soll der Schaden sein, 65 Schaden. Jo, dann gehen wir hier mal nach, nach links. Wir können mit der rechten Maustaste außerdem hier direkt einen Go-Here-Befehl geben. Oder ein Rest until healed. Aber dann spawnen auch noch Gegner in der Karte. Also da ist man auch jetzt nicht komplett frei. Kordanor, checking out the Academy Laboratory I see. Well, no touching and certainly no drinking.
Not that there's much to drink. This is a miserable excuse for an alchemy lab. Scrobolt ran off with the last piece of good equipment I had, and now I am distilling potions through bendy straws in the goldfish bowl. If you happen to run across any decent alchemical tools, we could certainly use them. If you also happen to paint the walls of a certain nearby dungeon crimson with Scrobolt blood, that would be good too. I'll keep an eye out for you. So, der Schmied. Welcome to the armory. Let's... here's some trash gear I'd like you to melt down. Let's upgrade your starting weapons and armor. I like to use resources to purchase upgrade hammers. Let me see that. Academy Wargear Vault. Can you make something from one of your blueprints? That's all. Goodbye. Haben wir auf jeden Fall auch ordentlich Optionen. Dann gehen wir erst nochmal in die andere Richtung. Da haben wir unsere Bibliothek. Oh, Kordanor! You're sure you're in the right place? As even you can see, this library is in deplorable condition. It's as barren as my miserable wife's dusty womb and as empty as your rattling head. We are an embarrassment to the written world. So get out, go adventure, and if somehow you manage to come back on your own 2 feet, maybe you can be so kind as to give books you don't want to the headmaster. He might be the only other person in this whole institution who won't just stuff them in his mouth. Bring books I don't want back to the headmaster. Got it. Maybe he'll burn them while you watch. Jerk. Jo. Dann gehen wir mal raus. The Grand Dungeonmans Academy, founded by Sir Winnington Crushfield, der dritte Legendary Champion across distant horizon. Was bist du für einer? Oh, hello here there, young Kordanor. How you doing? Oh, me? Well, I'm just in this empty graveyard here. Nice and empty. Yep, gonna stay that way to ride. Twould best if didn't have to no diggin'. No sir, I hate graves. You might as well take your vacation now, cause I'm gonna one-shot this whole continent. You watch. Was ist das? Drill Sergeant. Academy Battlemaster. Alright, you meddling zero-level scrubblets, pay attention, here's Kordanor, real hero. And what real hero Kordanor is gonna do for us is head out into the world and defeat champions, those monsters with the glowing red aura. You crush them like there's no tomorrow and bring back their proofs of strength that they drop. Bring them back and you'll be making yourself stronger and bolstering every future academy graduate. Isn't that right, Kordanor? Sir, yes, sir! Mark this day, recruits. For real hero, Kordanor sets off in the name of war and victory and shall return atop a dragon of thunder clutching 1,000 skulls. Okay. Okay, da können wir... Doch, können wir vorbei. Den kann man nicht reden. Die flutschen da durch. Okay. Achso, ich spiele das hier mit der Maus. Man kann Bones. Man kann auch mit der Tastatur spielen, entweder mit den Pfeiltasten. Dann gibt es in der Mitte der Tastatur sehr seltsame Tasten. Da kann man beispielsweise mit W nach links unten gehen und mit N nach rechts unten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Mit H geht man nach links und mit J nach unten. Also, keine Ahnung. Und man kann das Numpad noch einschalten und dann kann man auch mit zum Beispiel 7 oder 9, dachte ich, ja, kann man dann auch diagonal gehen. So. With no equipped chest armor, like a boss. Wir haben halt keine Möglichkeit, die zu equippen. So, hier haben wir die Weltkarte. Und da ist unser erstes Ding, was wir platt machen sollen. Ups. Und da gehen wir dann auch direkt rein. So. Aber wahnsinnig viel ist da jetzt nicht drin. Da ist eine Schriftrolle. Da unten kommt ein Gegner. Gold.
Werfen wir den Skill mal an. Das ist so ein Reflection-Ding. Das hat er beispielsweise gerade reflected. Also, der macht dann einen Gegenangriff. Da geht es weiter nach unten. Da haben wir, glaube ich, Schuhe gefunden. Machen wir den Skill wieder an. Also die Stamina und die Hitpoints, die regenerieren sich halt nur, wenn man gerade nicht kämpft. Priceless and rare historical artifact. Na, das haben wir ja schnell bekommen. No doubt this is a valuable relic from a time long ago. Just look at how old an artifact it is. If only there was somewhere to store it. Terry boots. Can't use. Real armor. The super glue is mostly holding it up. You should probably just go ahead and read it out loud. Choose an item to identify. Ah, okay. Fizzles away. Aber jetzt sollten wir die Schriftrolle, glaube ich, kennen. Wenn wir die nochmal finden, können wir die dann hoffentlich ordentlich benutzen. Ein Buch. Das bringt uns aber auch, glaube ich, Skillpunkte. Consume this book to gain 1 point in Advanced Delving. Was ist ein Advanced Delving? Mastering Dungeons. Ja, wo ist es? Ach, da gibt's noch mehr. Haha. Psycho Master. Da haben wir auch schon was. The greater dungeon sense increases dungeon sense. Your ability to sense hidden objects and dangerous situations is enhanced, building on top of the knowledge gained at the Academy Library. Why do these fools need special training to find dangerous situations? See those dungeon stairs? Right past those. Dangerous as you please. High Libromancer Strong. Advanced Delving. Das ist Advanced Delving. Ach, da steht's ja. Treasure Hunter. You find more treasure and bring every last copper out of defeated enemies. So, das ist natürlich dann ein sehr schöner Anfang. Was wäre hier unten noch? Was war das? Kartografie. Crush Mountain. Nee. When starting a random combat encounter in the overworld, you begin the fight with a powerful combat buff. Aha. Grants the way how and gain the ability to return to the Academy instantly from anywhere in the overworld. Oh, das klingt aber auch pervers stark. Reading the sky. You can see the portents told in the night sky, increasing your chances of finding interesting adventure in the overworld. Das klingt aber auch sehr schön. Masters Programs. Aha. Komm her. Ja, wir sind ja schon fast beim ersten Level up.
Machen wir den anderen auch noch kaputt. Damit können wir uns jetzt einen Skill aussuchen. Und da werden wir... Sword and Board. Das ist Einhandwaffe Gedönse. Und das hier ist Zweihandwaffe Gedönse. Requires two-hand weapon use. Grants two-hand weapon use. Grants press the attack. Allows fighting with mighty two-handed weapons. You also gain the press the attack ability, which lets you choose close in on enemies and attack them in one action. Klingt gut. Machen wir das. Press the attack. Take one step forward and swing wide in front of you, damaging enemies you advance toward and causing them to bleed. Great for catching slippery ranged guys. Mhm. So. Hätten wir das. Und da unten liegt vielleicht auch schon unsere Waffe. Tin Steel Hammer. Ne, ist eine Einhandwaffe. Können wir aber trotzdem besser gebrauchen als dieses Ding. Bam. Ups. Jawohl, da haben wir alles. Da liegt ein Schild, der besser ist als unser aktueller. Da liegt noch Stab und eine Rüstung und Zeug. So. Die Gegner werden auf jeden Fall noch stärker. Ups, jetzt öffnet man mit Leertaste. Bogen. Kann man eigentlich... Na, wir können ja überhaupt keinen Bogen verwenden, aber könnten wir da den Dolch drauf nehmen und könnten wir jetzt einfach... Na, wenn ich die 3 drücke, passiert genau gar nichts. Ja, das funktioniert jedenfalls nicht mit dem Ding. Wo ist das jetzt hin? Ich sehe es nicht mehr. Haben wir das jetzt zerstört? Keine Ahnung. Müsste man vielleicht mal mit einer anderen Sache ausprobieren. Flippy Floppies. Da steht aber jetzt auch eine 1. Mit den anderen Dingern stand eben gar nichts.
Jetzt habe ich das benutzt. Okay, also Gegenstände werden dann zerstört, wenn man sie benutzt, das auf die Leiste zieht. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Ja. Noch ein Hammer. Tin Steel Hammer. Das ist genau das gleiche. Und hier haben wir jetzt alles. Wir haben mehrere Wege nach unten. Na. Das Risiko daneben zu klicken ist schon nicht gering. Oh. Aber wir brauchen eine Zweihandwaffe. Ich erinnere mich. Noch so ein Ding. Tropical Mystery Mix. Können wir einfach mal trinken. Closes up any open wounds. Yep, yep, yep. Das ist ein Magier, genau. Die sind etwas fies. Okay. Da haben wir eine Axt. Sweeping Great Axe. 2d8. The sweeping moniker comes from the fact that the weapon is 90% boomstick. Ah, jetzt können wir das nicht mehr verwenden. Okay. Dann können wir das auch wegwerfen. Das war jetzt eine magische Waffe. Ein Discount Shortbow. Ah, shit. Warten wir mal gerade. Ah, voll. Okay. Bams. Machen auf jeden Fall schon gut Schaden damit. Okay. Ah, dafür ist das schon sehr... Oh. Ein Proof of Strength gefunden. Und noch ein Level Up.
Sehr schön. Dann machen wir mal unseren Level up. Das war das Archery, könnte man nehmen. Was war das? Requires two One-Hand Axe. Das ist Dual Wield. Dual Wield. Ja. Brauchen wir dann wohl nicht mehr. Armor and You. Wir könnten eine Real Armor, damit wir mal hier Kram anziehen können. Proof of Strength. Mhm. Max Damage reduced by 20%. 2 Bonusrüstungen. Das ist nicht identifiziert. Real Armor. Da können wir die Terry Boots anziehen. Ja. Müssen den Schrott mal einsammeln. Kann man auch auf der Karte sehen, wo man Gegenstände liegen gelassen hat. Da oben zum Beispiel. Das sind Sandalen. Okay, die sind zu leicht. Kann man nicht anziehen. Da sind ein paar mehr. Rest until healed. Funktioniert nicht. Warten wir einfach mal, bis die... Ich klicke einfach so lange, bis die Ausdauer komplett voll ist. Oh. Kommen halt auch noch ein Bleed ab. Ja, die sind so blöd, um die Ecke zu laufen. Naja, dieser Charge ist schon extrem gut. Dann haben wir ein Poncho. Heavy and jangly, but good practice for when you find less shameful armor. Und eine Combat Tunic ist aber Light Armor. Okay. Flop. Der verblutet. Das ist schon extrem gut. Theoretisch könnte man die einfach angreifen und weglaufen. Oh, das sieht nach einer richtigen Plattenrüstung aus. Pinstil Curias. Mhm. Shielded against lesser projectiles. Hier haben wir alles, oder? Jawohl. Können wir weiter nach unten gehen. Gladiator Skirt. Ups. Aha. Zerstört. Wunderbar. So, was haben wir hier wieder? Wir könnten einfach mal ein paar Potions trinken. Das können wir leider nicht benutzen. Cancels any bleed effect. Ja. Blub, 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 blub.
Takes 1 fire damage from lighting himself on fire. Dort 4 Runden. Kann man hier unten sehen. Sehr schön. Klimper, Klimper. Wir bräuchten ein bisschen Rest until healed. Genau. Eine Axt. Sweeping Great Axe plus 1. Dann nehmen wir die. Kann ich die auch direkt benutzen? Ah. Okay. Quatsch. Und Bams. Da haben wir alles, außer unten diesen Stab oder was das sein soll. Noch ein Bogen. Naja, machen wir mal nicht. Gehen wir hier um die Ecke. Na. Sauber. Auch Geschichte. Wir brauchen mal wieder ein bisschen mehr Stamina. Oder wir könnten auch mal hier diesen Kram weiter ausprobieren. Tränke. Identify. Tinstil, das war für Türen verminen. Keeps the weakest enemies out of your hair for a short while. Spike the door and hold it shut. Nee, gar nicht wahr. Können wir überall hinsetzen. Okay. Strangely, you should probably just go ahead and read it out loud. Ach, da sind nur ID Consumables. Nom 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 nom. Is healed for 2 damage. Overhealed. Aha. Abgelaufen. Okay. Das ist auch hier drin. Clouded Sky Brew. The power of the liquid contained here is a mystery. Gradually recovering stamina. Oh, das ist doch nicht schlecht. No, you bad Dungeonmans! You go, me Cave King! You Cave Poop! Just hold still, little guy. Make it easier for both of us. Müssen wir gerade gucken, was die Zeit sagt. Ja, den können wir gerade töten. Wenn ich das hinbekomme. Das ist nicht so gut. Okay. Na, da machen wir aber ordentlich Schaden gegen.
Ist klar. Another great victory for the Academy and all Dungeonmans. You should be proud. Now go pick up whatever that cut-rate trash mob dropped. Yeah. Und das sieht aus wie so ein Townportal-Dingen. Gucke ich erstmal, was hier sonst noch ist. Nicht viel, wie es aussieht. Oh. Tup. Clear! Dann gehen wir mal zurück. I want to give you some books. No one... can you identify all of this for me? Aha. Okay, der macht automatisch direkt alles. Hätte man den vielleicht direkt mal ansprechen sollen. Poncho, den können wir noch anziehen. Ach, müssen wir nur draufklicken. Okay. Legend of Drazio. Consume this book to gain 1 point in Dungeon Dervish. Dann haben wir das jetzt auch schon voll, oder? Ne, Dungeon Dervish. Was immer jetzt Dungeon Dervish war. Ach, das war das. Das ist natürlich jetzt Crap gewesen. Naja, verschenkt. Bolster Weapon. A know-how and a solid enchantment can turn even the crappiest weapon into a machine of death. Bestows a minor positive enchantment on a weapon. May fail on items already enchanted. Wise Eyes of Yanxia. Ever seeking egress, no path is dead end. Reveals the location of all stairs in this area. Naja. Okay. Ja. I'd like to create an entirely new overworld while keeping the academy data saved. My bags are overflowing. No. Hier mitsprechen. I've brought some relics back to the academy. My word, look how historical and significant this rare artifact is. Surely you'll see the value in such a rare find. It belongs in the museum. Gotta think short term. I'm probably gonna die in the next dungeon anyway. I'll pawn this at the next shop I come across and get paid. It belongs in a museum. You made the right call. Now all we need is a museum to store this in. Here, close your eyes. Sounds good. Congratulations, you have founded the Dungeonmans Academy Museum. Now you and all future graduates will gain monster knowledge for each enemy defeated in battle. Monster knowledge will let you see more detailed information about your enemies in the field, as well as provide you with an edge in combat. When your knowledge reaches a certain point, you'll generate a book of true things, a collection of indisputable facts. You can return to the headmaster to ensure all future graduates share in your wisdom. Great! I brought some relics back to the academy. Proof of strength, an undeniable mark of prowess and tenacity. The battlemaster will be so proud. Go talk to him about raising your base stats. Great. Hey, that's a vintage Mifribulator you've got there, and my word, it's indicated. The alchemy lab will delight in this. Thank you so much. Great. Well, it seems like we've got some new supplies for the alchemy lab. Let's put those to use right now. Sounds good. You have expanded the alchemy lab to level 1. Future graduates can visit the alchemy lab to have potions up to tier 1 pre-identified. Also, there are bonus potions waiting for you in the Academy of War Chest. Great.
Ja. Hatte der jetzt was zu sagen? A real hero Kordanor, staying frosty and on the bounce, is always listen with both ears. It seems like the academy stockpile is 2 proofs of strength collected, and you have 4 points left to spend on improving your base stats. You can spend them now, or whenever you like. Let's get to spending. I'm not so sure those numbers are right. Oh, you think because I'm ripped like a tall stack of buffalo I can't do math? It's real simple. New graduates get a fresh pile of 1 point for every proof of strength delivered to the academy by graduates prior. When you bring back a proof of strength, you get 2 more points to spend. These points don't carry over, so spend them with confidence, and knowing the next graduate will get a pile just as big, if not bigger. Aha, understand it. I'd like to spend some points now. Aha. Maximum Health, Stamina and Damage in Melee. Ja, alles drauf da. Save these stat changes. Jawohl. The Academy watches overfloweth with rewards for your hard work. Rewards which you are more than happy to snap up and place in your backpack. I'll put these to good use. Revitalizing punch. Kordanor checking out the alchemy laboratory, I see. Well, no touching and certainly no drinking. Well, I've got the basics up and running. It's a functional alchemy lab, which is better than nothing. Most importantly, I can bolumize my tea again. What's the point of tea without these little bitty bolum bubbles? Anything less would be a barbarism. Und du? Du bist für nichts gut. Wir können ja auch nichts tun. Hallo, alter Mann. Hello, Kordanor, and thank you for coming to visit the Academy Museum. There's so much to learn out there in the untamed wilds, don't you think? How are we doing with the monster knowledge? Oh, nicht so gut, ne? Okay. What happened to the mysterious items I turned in? What we have are a collection of mysterious items from times before. We need to study, examine, research and categorize them. And this is not a short process. When you deliver one of these items to the Academy, the work begins right away. But we won't know what these items are for a long time, so don't you worry about them. Just take pride that you have done a favor for future Dungeonmans. Of course, feel free to take some of the items researched by great heroes before you, if we have any. Okay, so they're like rare presents, full of beatdown weapons for the next generation. Makes perfect sense. Monster knowledge data for Purplonians. I'd like to take some of the mysterious items that have been researched by previous Dungeonmans. Nichts. After tireless research, we are ready to identify some mysterious artifacts. Nix. Ja, geht nicht. Weg. That's all for now, Dr. Museumans. Thanks. Dann ziehen wir mal los, um ins nächste Abenteuer zu gehen. Ah, wir könnten noch Sachen verkaufen eigentlich. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal tun. Bis dann!